Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das viele von euch beschäftigt. Arbeiten in Deutschland. Deutschland ist bekannt für seine starke Wirtschaft, gute Arbeitsbedingungen und spannende Karrieremöglichkeiten. Aber, und das wissen wir alle, der Weg zum Traumjob ist nicht immer einfach. Bewerbungen, Vorstellungsgespräche, Bürokratie, Sprache. All das kann eine Herausforderung sein. Deshalb habe ich heute eine ganz besondere Gästin eingeladen. Anna. Sie kennt den deutschen Arbeitsmarkt in- und auswendig und hat selbst als internationale Fachkraft ihre Erfahrungen gemacht. Anna, schön, dass du da bist. Hallo Klaus, danke für die Einladung. Ich freue mich total, heute mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Anna, du hast ja selbst als Nicht-Muttersprachlerin in Deutschland gearbeitet und unterstützt jetzt Menschen, die hier beruflich Fuß fassen wollen. Erzähl mal, wie war dein eigener Einstieg ins deutsche Arbeitsleben? Das war ehrlich gesagt eine wilde Fahrt. Als ich nach Deutschland kam, dachte ich, okay, ich habe einen guten Abschluss, Berufserfahrung, das wird sicher einfach. Aber dann kam die Realität. Mein Lebenslauf war nicht nach deutschem Standard. Ich hatte keine Ahnung, wie man ein richtiges Bewerbungsschreiben verfasst. Und die Bürokratie, naja, ich sage nur, willkommen in Deutschland. Das klingt vertraut. Viele unserer ZuhörerInnen erleben bestimmt genau dasselbe. Was war denn die größte Herausforderung? Eindeutig die Sprache. Ich konnte Deutsch, aber im Vorstellungsgespräch hatte ich das Gefühl, dass mein Gehirn einfach einen Kurzschluss hatte. Plötzlich wusste ich nicht mehr, wie man Teamfähigkeit auf Deutsch sagt. Oh ja, diese typischen Business-Deutsch-Wörter, zielorientiertes Arbeiten, strukturierte Herangehensweise, Hands-on-Mentalität. Ja, genau. Und dann auch noch die deutschen Höflichkeitsformen. In meinem ersten Vorstellungsgespräch habe ich du gesagt, weil mein Gegenüber so nett war. Großer Fehler. Oha, in Deutschland ist das ja so eine Sache. In vielen Firmen sieht man sich auch unter Kolleg.innen. Ja, und das kann ganz schön verwirrend sein. Lass uns mal auf die Vorteile schauen. Warum ist Deutschland für viele ein attraktiver Arbeitsmarkt? Es gibt viele Gründe. Ich nenne mal die wichtigsten. Erste hohe Nachfrage nach Fachkräften, besonders in IT, Ingenieurwesen, Gesundheitswesen und Handwerk gibt es viele offene Stellen. Zweite, gute Arbeitsbedingungen, geregelte Arbeitszeiten, Krankenversicherung, bezahlter Urlaub, das gibt es nicht überall. Dritte, Karrierechancen und Weiterbildung. Viele Unternehmen bieten Schulungen und Weiterbildungen an. 4, Sicherheit. In Deutschland gibt es einen starken Kündigungsschutz. 5, Work-Life-Balance. 30 Tage Urlaub im Jahr sind keine Seltenheit. Stimmt. Und dazu kommt, dass Deutschland eine stabile Wirtschaft hat. Aber es gibt auch Herausforderungen, oder? Definitiv. Bürokratie ist eine riesige Hürde. Die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt, Steuernummer, Sozialversicherung, das ist für viele eine echte Herausforderung. Ja, und dann das ganze Thema Visum und Arbeitserlaubnis. Das kann dauern. Oh ja, besonders wenn man nicht aus der EU kommt. Deshalb unbedingt vorher informieren. Anna, lass uns konkret werden. Wie bewirbt man sich erfolgreich in Deutschland? Gute Frage. Eine Bewerbung in Deutschland besteht meistens aus Lebenslauf, maximal 2 Seiten, übersichtlich und ohne Foto, je nach Branche. Anschreiben, 1 Seite, individuell für jede Bewerbung. Zeugnisse und Referenzen, sehr wichtig in Deutschland. Und wo findet man überhaupt Jobs? Es gibt viele Plattformen, Stepstone, Indeed, LinkedIn, XING für Fachkräfte, Bundesagentur für Arbeit für offizielle Stellenangebote, spezielle Portale für bestimmte Branchen. Und wenn man eingeladen wird, wie bereitet man sich auf das Vorstellungsgespräch vor? So erstens die Firma recherchieren.
Arbeitgeber erwarten, dass man sich mit ihrem Unternehmen auseinandergesetzt hat. Zweitens, typische Fragen vorbereiten. Beispiele: Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Und drittens, sprachlich üben. Anna, was ist für dich das Typischste an der deutschen Arbeitskultur? Da gibt es einiges. Erstens Pünktlichkeit. Wenn das Meeting um 9 Uhr beginnt, dann bist du am besten um 8:55 Uhr da. Zweite, direkte Kommunikation. Deutsche sagen meistens direkt, was sie denken, ohne Umschweife. Dritte Hierarchie, aber flach. Es gibt oft flache Hierarchien, aber trotzdem viel Respekt vor Vorgesetzten. 4. Trennung von Beruf und Privatleben. Nach Feierabend wird nicht mehr über Arbeit geredet. Ja. Und die Mittagspause? In vielen Ländern isst man nebenbei am Schreibtisch. In Deutschland geht man meistens in die Kantine oder macht eine richtige Pause. Genau. Und es gibt oft Betriebsräte, die sich für die Arbeitnehmer einsetzen. An Anna, lass uns über etwas sprechen, das oft übersehen wird. Integration im Arbeitsalltag. Was passiert eigentlich, nachdem man den Job bekommen hat? Oh ja, super wichtiges Thema. Der Arbeitsvertrag ist nur der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung beginnt oft am ersten Arbeitstag. Man muss sich ins Team einfügen, mit der neuen Kultur umgehen. Und das kann ziemlich überwältigend sein. Was sind so typische kulturelle Missverständnisse, die du erlebt oder beobachtet hast? Zum Beispiel, in Deutschland wird oft sehr direkt kommuniziert. In anderen Kulturen gilt das schnell als unhöflich. Oder manche erwarten mehr Smalltalk, aber deutsche KollegInnen kommen gerne gleich zur Sache. Ich habe auch gehört, dass viele internationale Fachkräfte sich manchmal einsam fühlen, weil das Soziale nach der Arbeit fehlt. Stimmt. In vielen Ländern ist es üblich, nach Feierabend noch gemeinsam etwas trinken zu gehen. In Deutschland ist das nicht überall so. Deshalb ist es wichtig, aktiv auf KollegInnen zuzugehen, auch wenn es Überwindung kostet. Hast du Tipps zur besseren Integration? Ja, hier sind ein paar. Erstens, Fragen stellen. Auch wenn du unsicher bist, Fragen zeigt Interesse. Zweite, sprachliche Offenheit. Niemand erwartet perfektes Deutsch. Wichtig ist, dass man sich bemüht. Dritte, an Firmenaktivitäten teilnehmen, Weihnachtsfeier, Teamevents oder einfach mal mit zum Mittagessen gehen. 4, Feedback geben und annehmen lernen. Das ist oft ein Lernprozess für beide Seiten. Hey, das sind richtig gute Tipps. Und ich glaube, viele unserer ZuhörerInnen erkennen sich darin wieder. Wir haben einige Fragen aus unserer Community gesammelt. Frage 1. Kann ich in Deutschland arbeiten, ohne Deutsch zu sprechen? Ja, aber es kommt auf den Beruf an. In IT und internationalen Unternehmen ist Englisch oft genug. Aber in Pflege, Handel oder Kundenservice brauchst du Deutsch. Und Frage 2. Wie lange dauert es, bis ich eine Arbeitserlaubnis bekomme? Das hängt vom Herkunftsland ab. Für EU-Bürger ist es einfach, für Nicht-EU-Bürger kann es mehrere Monate dauern. Frage 3. Sind Gehaltsverhandlungen üblich? Ja, deutsche Arbeitgeber erwarten oft, dass man über das Gehalt spricht. Also vorher informieren, was üblich ist. Ja, Anna, das war super informativ. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten vielen helfen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Podcast und teilt ihn mit euren Freunden. Schreibt uns eure Fragen in die Kommentare und bis zum nächsten Mal bei Deutschcast.